Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Festung Königstein. Sie gehört zu den ältesten Festungsanlagen in Europa. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Im Mittelalter gehörte der Königstein, welcher auf dem gleichnamigen Tafelberg liegt, zum Herrschaftsgebiet von König Wenzel I. von Böhmen. Zur Verwaltung und zum Schutz des Landes ließen die böhmischen Könige Burgen errichten und besetzten diese mit Burggrafen. Das Gebiet grenzte an die Markgrafschaft Meißen und wurde von wichtigen Verkehrswegen durchzogen: der alten Salzstraße Prag-Pirna-Magdeburg, der großen Lausitzer Straße und der Elbe als Wasserstraße. Dieser Landstrich hatte somit eine außerordentliche wirtschaftliche und strategische Bedeutung. Einen ersten Hinweis auf die Burggrafen und eine Burganlage auf dem Felsplateau gibt ein Dokument aus dem Jahr 1233. In einer Schenkungsurkunde König Wenzels I. von Böhmen für die Prager Domkirche wird neben dem Burggrafen von Dohna ein Burggraf Gebhard vom Stein als Zeuge erwähnt. Der böhmische König Wenzel I. wurde zusammen mit Heinrich Raspe IV., Landgraf von Thüringen, im Jahr 1242 vom Kaiser Friedrich II. Zum Vertreter für dessen minderjährigen Sohn Konrad IV. ernannt. So sollte ein drohender Krieg unter den rivalisierenden deutschen Fürsten verhindert werden. Friedrichs Großvater war Kaiser Barbarossa. Man schrieb das Jahr 1241. Nach langem Hin und Her schickte sich König Wenzel I. an, den Grenzverlauf zwischen seinem Reich und dem Bistum Meißen mit seiner Unterschrift zu akzeptieren. Die Beurkundung erfolgte am 7. Mai. Er siegelte und stellte die Oberlausitzer Grenzurkunde aus, in der sich erstmals die vollständige Ortsbezeichnung in Lapide Regis auf dem Stein des Königs findet. Auf dem Siegel der Urkunde ist Wenzel I. dargestellt. Das Torraffelon sperrt seit 1735 den Weg zur Festung. Vor dem eisernen Gittertor befindet sich ein Sperrkamm in der Art eines spanischen Reiters, der vor den Durchgang gerollt werden konnte. Die Toranlage selbst wird auch als Pforte bezeichnet. Hier stand zu Zeiten, als die Festung noch als solche aktiv war, immer ein Einzel- oder Doppelposten, der für einlassbegehrende Personen nur eine kleine Pforte und nie die großen Torflügel öffnete. Diese Anlage ist das zweite Sperrwerk, das die Festung schützte. Es wurde 1733 erbaut. Es besteht links und rechts vom Durchgang aus je einer halben Bastion und wird als Grabenschere bezeichnet. Die treppenförmige Brustwehr auf der Grabenschere ist so schräg, dass die Verteidiger in den Innenhof schießen konnten. Vor der Grabenschere liegt der zweite Trockengraben der Festung. Der Durchgang war ursprünglich mit einer Zugbrücke, ab 1893 mit einer Wippbrücke gesichert. Den Schlussstein des Torbogens ziert das Haupt der Medusa, das steinerne Gesicht im Torbogen, das die Zunge rausstreckt. Diese Gestalt aus der griechischen Mythologie hat Haar aus Schlangen und weit aufgerissene Augen. Wie die Sage erzählt, verwandelt sie jeden, der ihr in die Augen blickt, sofort zu Stein. Mit dieser Eigenschaft sollte die Medusa symbolisch Feinde abwehren. Auf dem Tor befindet sich als weiterer Schmuck das kurfürstlich-sächsische, königlich-polnische Wappen.
Von 1697 bis 1763 waren die sächsischen Kurfürsten Friedrich August I. und sein Sohn Friedrich August II. Zugleich Könige in Polen. In der Mitte, relativ klein, ist das kursächsische Wappen dargestellt. Es beinhaltet in seiner rechten Hälfte mit den Farben Schwarz und Gold und schräg darüber dem grünen Rautenkranz das Hauswappen der Wettiner. Der linke Teil zeigt die Farben Schwarz und Weiß mit darauf gekreuzten Kurschwertern, denn die sächsischen Landesherren hatten das Amt des Reichserzmarschalls inne. Das große Wappenschild zeigt je zweimal den polnischen Königsadler und, da Litauen und Polen eine Union bildeten, auch den litauischen Reiter. Das ganze Ensemble krönt die polnische Königskrone. Eine Holzrampe überwindet den Trockengraben zum dunklen Aufgang. Das Baumaterial gab den Verteidigern die Möglichkeit, die Rampe im Belagerungsfall schnell abzubrechen oder in Brand zu stecken. Das steinerne Tor stammt aus dem Barock. Der Schlussstein im Bogen trägt die Initialen AR für Augustus Rex, König August, und die polnische Königskrone. Darüber sieht man das steinerne Relief Augusts des Starken. Es wurde 1910 von dem Dresdner Bildhauer Otto Panzner geschaffen. Die glatten Felsflächen neben dem Tor sind nicht natürlich. Die ursprünglich zerklüfteten Felswände des Königsteins wurden nach 1589 begradigt, damit sie keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr boten. Steinmetze schlugen die heute noch zu erkennenden Balkenfalze für Holzgerüste ein und arbeiteten sich so von unten nach oben. Die sächsische Schweiz gehörte damals zu Böhmen. Die böhmische Königsburg auf dem Königstein bestand im 14. Jahrhundert aus 3 festen Gebäuden: der Kaiserburg, dem Berghaus, in dem der Burggraf wohnte, und der Burgkapelle. Die Gebäude waren von einem Burggraben umgeben. Eine Brücke am Ende des Graben bildete den Zugang. Die Schlucht zwischen den Gebäuden überbrückte ein einfacher Wehrgang. 1359 hielt sich Kaiser Karl IV., der auch König von Böhmen war, auf dem Königstein auf. Er ermahnte seine Nachfolger, den Königstein nie zu veräußern. Doch ständiger Geldmangel führte mehrfach zur Verpfändung der Anlage. Karl IV. Zählt zu den bedeutendsten Kaisern des Spätmittelalters und war einer der einflussreichsten europäischen Herrscher seiner Zeit. Mit der Goldenen Bulle von 1356 hatte Karl IV. Das erste Reichsgrundgesetz geschaffen. Die Gesetze, die Karl IV. Sammeln und zusammenfassen ließ, waren schon längst bestehende Rechte, die jetzt noch einmal niedergelegt wurden. Wichtig war vor allem der Satz, dass der römisch-deutsche König als König der Römer zum Kaiser befördert werden soll. Das bedeutete, dass der Papst nicht mehr die Zustimmung zur Kaiserkrönung erteilen musste und der König durch die Wahl der Kurfürsten so schon Kaiser war. Die in der Goldenen Bulle niedergeschriebenen Bestimmungen galten bis zum Jahr 1806. Durch die Goldene Bulle von 1356 garantierte Karl IV. Sozusagen die Kurfürstenrechte und regelte die Königswahl. Er machte Böhmen zum geistigen Mittelpunkt des Reiches, der bedeutende Künstler und Humanisten anzog. 1348 gründete er die erste deutsche Universität. Die zur Festung gehörende Georgenburg wurde auf den Fundamenten der mittelalterlichen Kaiserburg errichtet.
An der Stelle des Berghauses befindet sich heute das Kommandantenhaus. Wie berichtet wird, liebte Karl IV. Den Königstein wegen der ausgezeichneten Jagdmöglichkeiten. Auch der Bau einer Kapelle fällt in diese frühe Zeit. Ein Teil der in der späteren Garnisonskirche freigelegten Wandmalereien stammen aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und sind einzigartig im sächsisch-böhmischen Raum. Vermutlich gab sie der böhmische König selbst in Auftrag. Anfang des 15. Jahrhunderts war der Königstein immer wieder Schauplatz kriegerischer Ereignisse. Zwischen den böhmischen Königen und den Markgrafen von Meißen aus dem Geschlecht der Wettiner traten Spannungen auf. Die einzige Eroberung des Königsteins erfolgte 1406 und steht im Zusammenhang mit der Donauschen Fehde. Damals standen sich der Burggraf Jeschke von Dohna, Hauptmann auf dem Königstein und Anhänger des böhmischen Königs Wenzel IV. Und der Markgraf Wilhelm I. von Meißen als Feinde gegenüber. Die Auseinandersetzung begann auf einem Adelstanz in Dresden zwischen dem jungen Burggrafen Jeschke, der aus einem alten deutschen Adelsgeschlecht stammte, das schon seit dem 10. Jahrhundert mit der Burggrafschaft Dohna belehnt war, und dem Ritter Rudolf von Körbitz, eines Lehensherrn des Markgrafen Wilhelms I., dem Einäugigen. Nachdem Markgraf Wilhelm I. selbst die Belagerung der Burg Dohna angeordnet hatte, floh Jeschke mit den Gefolgsleuten auf seine sicherste Burg, den Königstein. Von dort aus wollte sich Jeschke in Sicherheit bringen und suchte Schutz beim böhmischen König Sigismund, dem zweiten Sohn von Kaiser Karl IV. In Ungarn, der ihn aber unerwartet hinrichten ließ. Bis zum Frühjahr 1406 hielten die zurückgebliebenen Gefolgsleute des Burggrafen auf dem Königstein stand. Dann erst gingen der Besatzung die Vorräte aus und sie mussten kapitulieren. Damit wurde der Königstein nach 4-jähriger Belagerung von den Truppen Wilhelms I. eingenommen und der Mark Meißen einverleibt. Der Königstein blieb nun im Besitz der Wettiner. Im Vertrag von Eger wurde dieser Zustand 1459 rechtlich fixiert. Amtsleute und Burgvögte verwalteten nun die Burg unter wettinischer Herrschaft. Hinter diesem nur aus Holz bestehenden Tor beginnt der dunkle Aufgang. Zu Beginn des Festungsbaus 1589 befand sich hier eine natürliche Felsspalte. Sie wurde zu einer Rampe ausgehauen und darüber dann das zweifach geknickte Torhaus errichtet. So entstand bis 1591 unter Leitung von Paul Puchner die dunkle Apparet. Die Schießscharten im Keller des Torhauses dienten der Verteidigung des Eingangs. Im rechten Flügel hatte der Kommandant seine Wohnung. Von hier aus konnte er jederzeit den Torbereich einsehen. Die Erdgeschossräume im Mitteltrakt wurden im 18. Jahrhundert als Unterkunft für den Hof eingerichtet und danach lange Zeit als kurfürstliche, später königliche Zimmer bezeichnet. Auf dem Dachboden lagerten die Vorräte. Unter dem Torhaus führt die dunkle Apparet weiter zum Festungsplateau. Direkt hinter dem Tor sieht man oben im Gewölbe einen 50 cm breiten Spalt. Das ist die Steinschmeiße. Die Verteidiger konnten von dort Steine oder Handgranaten auf die Angreifer werfen, um ihnen das Eindringen in den dunklen Aufgang zu erschweren. Einige Meter weiter zeigt das Gewölbe eine zweite Öffnung, die Pechnase. Heißes Pech, Öl oder kochendes Wasser sollte den Feind erneut aufhalten.
Die Felswände rechts und links weisen 2 ausgehauene Pfalze auf. In diese wurden im Kriegsfall Holzbalken eingeklemmt. So entstand eine Barrikade als weitere Sperre. Einige Schritte weiter folgt das 6. Tor. Diesmal bestehen die Flügel vollständig aus Metall. Dahinter ist die Fallpalisade zu sehen. Das Jahr ihrer Erbauung 1792 ist auf der Rückseite erkennbar. Die Besonderheit dieses Sperrwerks lag darin, dass die mit Eisenspitzen besetzten Eichenholzpfähle auch einzeln zu bewegen waren. Ganz oben, oberhalb des Fallgatters, zieht sich beidseitig unter dem Gewölbe der dunklen Apparees der Kaponierengang entlang. Dieser Verteidigungsgang für Schützen hat zahlreiche angeschrägte Schießscharten und bildet zugleich das Untergeschoss des neuen Zeughauses. Am Ende der dunklen Apparees steht die Wagenwinde. Eine erste noch hölzerne Winde ist bereits 1779, die heutige aus Metall 1877 aufgestellt worden. Mit ihr wurden Wagen und Geschütze heraufgezogen. Allein mit Pferden war die große Steigung nicht zu bewältigen. Am Ausgang befand sich bis 1851 das 7. Festungstor. Nach dem Torbogen führt die helle Apparees nun direkt bis auf das Plateau. Im Juli 1516 legte Herzog Georg der Bärtige von Sachsen auf dem Königstein den Grundstein für ein Kloster. Noch im selben Jahr zogen 12 Mönche ein. Der Orden war für seine Gelehrsamkeit und seine Humanität bekannt. Der Zugang des Klosters führte über den Herzogsweg. In den Fels gehauene Stufen zwischen Hempelseck und Horn erinnern noch heute daran. Hinter der heutigen Festungsmauer führt der Weg zu einer kleinen Pforte, durch die man auf das Plateau gelangte. Die sogenannte Klosterpforte wurde vor mehr als 100 Jahren tief unter den Kasematten wiederentdeckt. Als Klosterkirche diente den Mönchen die alte romanische Burgkapelle. Die zur Festung gehörende Garnisionskirche wurde auf den Fundamenten der mittelalterlichen Pfalzkapelle errichtet. Nach und nach breitete sich der Geist der Reformation aus und das Kloster bestand nur kurze Zeit. Die Mönche wanderten ab und 1524 wurde das Kloster aufgelöst. Ein Forstbeamter verwaltete bis 1539, dem Todesjahr Herzog Georgs, den Königstein. Mit dem vermehrten Aufkommen von Feuerwaffen im 15. und 16. Jahrhundert boten Burgen keinen sicheren Schutz mehr. Es begann die Zeit der Festungen, die mit ihrer veränderten Bauart deutlich schwerer zu bezwingen waren. Da der Königstein als Stützpunkt nahe der böhmischen Grenze strategisch weiterhin wichtig war, spielte schon Kurfürst August von Sachsen mit dem Gedanken, den Tafelberg zu einer Festung auszubauen. Der Kurfürst beauftragte in den 1560er Jahren den italienischen Festungsbaumeister Pietro Ferrabosco damit zu überprüfen, ob der Königstein für den Ausbau zur Festung geeignet sei. Bevor Kurfürst August den italienischen Baumeister Ferrabosco mit der Begutachtung des Königsteins beauftragte, hatte er bereits ab 1563 damit begonnen, einen Brunnen in den Fels zu schlagen, um die Versorgung der Besatzung im Fall einer Belagerung zu sichern.
Deshalb wurde unter Leitung des Freiberger Bergmeisters Martin Planer der mit 152,5 Metern zweittiefste historische Brunnen in Deutschland abgeteuft. Zu weiteren Maßnahmen kam es dann jedoch nicht. Vermutlich wollte August das Verhältnis zum habsburgischen Böhmen nicht belasten. Sein Sohn und Nachfolger Kurfürst Christian I. hatte in dieser Hinsicht keine Bedenken. Unter der Leitung seines bürgerlichen Kanzlers Dr. Nikolaus Grell betrieb Christian einen politischen Kurswechsel. Statt guter Beziehungen zum Hause Habsburg strebte er eine Annäherung an Frankreich an. Nach dem Vorbild der französischen Könige sollte auch in Sachsen die absolute, das heißt die uneingeschränkte Herrschaft des Landesherrn eingeführt werden. Er beauftragte 1588 den Zeugmeister Paul Puchner, Pläne zur Befestigung des Königsteins auszuarbeiten. Unter diesen Voraussetzungen begannen im Frühjahr 1589 die umfangreichen Arbeiten zum Bau der Festung Königstein. Bis 1594 entstanden unter anderem das Torhaus, die Streichwehr, die alte Kaserne, die Christiansburg, heute Friedrichsburg, und das alte Zeughaus. Im Sommer 1589 waren insgesamt 216 Werkleute auf dem Königstein tätig, darunter 15 Bergleute, 16 Steinbrecher, 29 Steinspitzer, 4 Steinmetzen, von denen jeder einige Gesellen hatte, 50 Maurer, 45 Zimmerleute, 4 Schieferdecker und mehrere einzelne Handwerker wie Schlosser, Schmiede, Tischler, Büttner. Hinzu kamen 289 Fronarbeiter, die Transportarbeiten und Handlangerdienste zu verrichten hatten. Für das Jahr 1590 werden insgesamt 556 Personen angegeben. Die ganze Baustelle wurde von der Festungswache beaufsichtigt. Die Bauleitung übernahm 1590 der Baumeister Hans Irmisch. Der Transport des Baumaterials, welches man direkt auf dem Königstein oder in der Nähe gewann, erfolgte mit Hilfe von Lastenaufzügen an der Außenmauer. Die heutige Johanngeorgenburg entstand aus der 1241 erstmals schriftlich erwähnten Burganlage. Nachdem 1359 Kaiser Karl IV. Hier Schifffahrtsprivilegien für böhmische Kaufleute unterschrieben hatte, wurde das Gebäude Kaiserburg genannt. Anfang des 16. Jahrhunderts erfolgte unter dem sächsischen Herzog Georg dem Bärtigen der Ausbau im Stil der Spätgotik, was an den Vorhangbogenfenstern noch erkennbar ist. Die hier ausgestellten Figuren stellen Johann Georg I. und seine zweite Ehefrau Magdalena Sibylla von Preußen dar. Kurfürst Johann Georg I. ließ das Gebäude 1619 zum Renaissanceschloss umbauen und führte die Bezeichnung Johanngeorgenburg ein. Er nutzte sie zur Unterbringung seines Hofes, wenn er in der Umgebung der Festung große Jagden abhielt. Daher waren die Innenräume mit zahlreichen Jagdtrophäen dekoriert. Sein Interesse galt vor allem der Ausstattung des Felsplateaus mit repräsentativen Bauten. Er war ein leidenschaftlicher Jäger. Die Vermutung liegt nahe, dass er in den Wäldern rund um den Königstein höfische Jagden veranstalten wollte. Die Festung sollte dem Kurfürsten und seinen Gästen ein standesgemäßes Quartier und eine festliche Kulisse für Feierlichkeiten bieten. Im Juli 1619 feierte der Kurfürst mit seiner Familie und dem Hofstaat die Einweihung des Gebäudes. Damals entstand die Arkadenwand im Burghof. Die Innenräume stattete man mit repräsentativen Holzdecken, Öfen und Jagdtrophäen aus.
In den beiden Obergeschossen des Hauptgebäudes waren die Appartements des Kurfürsten und seiner Gemahlin eingerichtet. In Johann Georgs Regierungszeit fällt allerdings auch der Dreißigjährige Krieg, der Tod und Zerstörung nach Sachsen brachte. Zum katholischen Kaiserhaus hatte der protestantische Kurfürst zunächst ein gutes Verhältnis. Die politischen und militärischen Entwicklungen veranlassten ihn jedoch, mehrfach die Fronten zu wechseln. So kam es zu der grotesken Situation, dass die Schweden, eigentlich Glaubensbrüder, in Sachsen einfielen. Die Festung blieb von den Kampfhandlungen unberührt. Ihr militärischer Nutzen schien fraglich, denn ein feindliches schwedisches Heer konnte am Fuß des Berges unbehelligt vorbeimarschieren. Die Festung wurde dennoch nach dem Krieg weiter verstärkt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts befand sich die Georgenburg in so desolatem Zustand, dass man den Einsturz des Daches befürchtete. 1724 entschloss sich August II. Der Starke zu einer umfangreichen Instandsetzung. Dabei wurde der gesamte Dachstuhl abgetragen und das zweite Obergeschoss zu einem Vollgeschoss ausgebaut. Darüber errichtete man einen neuen Dachstuhl. Im Zuge von Umbaumaßnahmen verschwanden viele Renaissance-Merkmale. Nur der Arkadengang im Hof blieb erhalten. Von nun an diente die Georgenburg hauptsächlich der Unterbringung von Staatsgefangenen. Berühmte Insassen des Staatsgefängnisses waren zum Beispiel Johann Friedrich Böttcher, Miterfinder des Meißner Porzellans, und der Sozialdemokrat August Bebel. Sachsen hatte im 18. Jahrhundert keine große Armee. Der Nachbar Preußen aber war gut gerüstet. Deshalb verbündete sich Sachsen heimlich mit Russland, Österreich, Frankreich und Schweden. Friedrich Wilhelm Menzel war damals Schreiber in der sächsischen Regierungskanzlei. Eines Nachts schrieb er die geheimen Bündnisverträge ab und verkaufte die Kopien an den preußischen König. Zur Strafe verbrachte Menzel den Rest seines Lebens, 33 Jahre, als Gefangener auf dem Königstein, davon 21 Jahre in eisernen Fußfesseln. Der Preußenkönig Friedrich der Große wusste nun von dem Militärbündnis gegen ihn. Um den Feinden zuvorzukommen, fiel er im August 1756 mit seiner Armee in Sachsen ein und begann einen Krieg, der 7 Jahre dauern sollte. Unter dem Eindruck der Französischen Revolution kam es 1790 zum Aufstand der sächsischen Bauern. General von Boblick war an dessen Niederschlagung beteiligt und wurde dafür zum Kommandanten der Festung Königstein ernannt. Die Anführer des Aufstands mussten am gleichen Ort als Baugefangene schwere Arbeit leisten. Das Europa des beginnenden 19. Jahrhunderts war vom Machtstreben Napoleons geprägt. Nach der Niederlage in der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 verbündete sich der sächsische Kurfürst Friedrich August III., um seinem Land noch Schlimmeres zu ersparen, mit dem französischen Kaiser. Dieser erhob Sachsen dafür zum Königreich. Nach Napoleons katastrophalem Scheitern im Russlandfeldzug schlossen sich 1813 Russland, Preußen und Österreich gegen ihn zusammen. In der Völkerschlacht bei Leipzig unterlag Napoleon endgültig und mit ihm das verbündete Sachsen. Das Königreich musste 1815 mehr als die Hälfte seines Territoriums an die Siegermacht Preußen abgeben. Dadurch verlor es maßgeblich an politischer Bedeutung. Zur besseren Verteidigung des Eingangsbereichs der Festung entstand 1669 bis 79 die nach Johann Georg II. Benannte Bastion unterhalb der Georgenburg. Um sie vom Festungsplateau aus erreichen zu können, schuf man den Durchgang durch das Gebäude.
Das ist die Johann-Georgen-Bastion. Sie wurde unter der Leitung des Baumeisters Wolf Caspar von Klengel ab 1669 errichtet. An ihrer Spitze befindet sich eine kupferne Tafel mit goldener Inschrift, die sich auf den Bauherrn Johann Georg II. Von Sachsen, Jülich, Kleve und Berg, Herzog und Kurfürst bezieht und das Jahr 1679 der Fertigstellung nennt. Die Bastion ermöglichte die Aufstellung von Kanonen, um das Vorfeld der Festung beschießen zu können. Die auf der Innenseite gemauerte und außen aufgeschüttete Brustwehr entstand erst 1756. Sie sicherte die 5 dahinter aufgestellten Geschütze und die Artilleristen. Die Bastion liegt bedeutend tiefer als das Festungsplateau. Der Zugang erfolgte über die heute noch vorhandene Rampe von der Johann-Georgenburg aus. Am Ende der Rampe führt seit dem 18. Jahrhundert eine Ausfalltreppe auf das zweite Sperrwerk, die Grabenschere. Die Verteidiger konnten so Angreifer von dort verdrängen oder sich gesichert zurückziehen. Hauptmann Wolf Friedrich von Beon war Kommandant der Bergfestung Königstein und wurde am 7. Januar 1610 wegen verschiedener Verbrechen an einem Baum über die Festung hinaus gehängt. Sein Diener, der Dürke, wurde lebenslänglich eingesperrt. Nach den Berichten von Chronisten aus dem 18. Jahrhundert erfolgte dies im Türkentürmchen oder Türkenloch, im sogenannten Hungerturm. Der Chronist Buchhauser erklärte hingegen bereits 1692 die Namensbildung des Turmes so: Das Türkenloch wird ohne Zweifel so genannt, weil vor Zeiten bei dem Anbau dieser Festung und Aufziehen des Holzes gefangene Türken und Mohren nach verrichteter Tagearbeit des Nachts darin eingesperrt wurden. Die Garnisionskirche oder St. Georgskapelle wurde nach 1200 als Pfalzkapelle der böhmischen Königsburg erbaut. Sie gehört dem romanischen Saalkirchentyp mit gerade schließendem Chorquadrat an und ist das älteste nachweisbare Gebäude auf dem Königstein. Ihr Schutzpatron war der Drachentöter St. Georg. An der Südseite findet man ein interessantes Detail aus ihrer Entstehungszeit. Es handelt sich um ein Türbogenfeld, den Rest eines Eingangs aus dem 13. Jahrhundert. Darauf sind ein gleichschenkliges Kreuz sowie Sonne und Mond zu erkennen. Die Darstellung ist typisch für die böhmische Spätromantik und symbolisiert Christus sowie Kirche und Synagoge, Leben und Tod, Neues und Altes Testament. Aus der gleichen Zeit stammt das Rundbogenfenster in der Ostwand. Das bedeutendste Zeugnis aus dem frühen 13. Jahrhundert ist jedoch im Inneren zu finden. Die Malerei im Chor mit figürlichen Szenen und ornamentalen Mustern zählt zu den ältesten erhaltenen im ostsächsischen Raum. Von 1516 bis 24 befand sich auf dem Plateau des Königsteins ein Cölestinerkloster und die Mönche nutzten den Bau als Klosterkirche. Nach Auflösung des Klosters ist die Kapelle aufgrund ihres schlechten Zustandes vorerst nicht mehr für sakrale Zwecke genutzt worden. Erst 1651 unter Kurfürst Johann Georg I. wurden notdürftige Reparaturen durchgeführt. Zu den Gottesdiensten kam anfangs der Pfarrer aus der Stadt auf die Festung. 1670 veranlasste Johann Georg II. Die Einrichtung einer Garnisonspredigerstelle. Unter Leitung seines Oberlandbaumeisters Wolf Caspar von Klengel ließ er die Sakristei erneuern und die Kassettendecke und Maßwerkfenster einbauen.
Am 16. Oktober 1676 folgte in Anwesenheit des Dresdner Hofes die feierliche Weihe des Gebäudes als St. Georgskapelle und erste Garnisonskirche in Sachsen. Ebenfalls unter Wolf Caspar von Klengel kam es in den folgenden Jahren zum Anbau des Glockenturms. Der Einbau der ersten Orgel erfolgte 1721 auf Veranlassung und Kosten des Festungskommandanten Friedrich Wilhelm von Kiew. Ebenfalls im 18. Jahrhundert wurden an den beiden Längsseiten der Kirche beheizbare Betstuben angebaut. Von daher rühren die rechteckigen Fenster und die Rundbögen auf der Nordseite. Die Betstuben dienten als Logen für die Offiziere und zeitweise auch zur separaten Unterbringung der Gefangenen während des Gottesdienstes. In der Zeit nach 1945 fungierte die Garnisonskirche als Kinosaal. Die Einrichtung einschließlich der Orgel wurde weitgehend zerstört. Auch der Jugendwerkhof in den 50er Jahren nutzte das Gebäude als Kinosaal und Turnhalle. Danach diente die Kirche als Baustofflager. 1992 begann eine umfassende Sanierung mit der Außenfassade. Nach der Restaurierung der Kassettendecke folgten die Wand- und Altarraumgestaltung sowie die Sanierung des Glockenstuhls. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun sehr spannende Einblicke in die bekannte Festungsanlage Königstein erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!